Herzlich willkommen zu unserem Digital-Talk, heute mit unserem Produktmanager Laser Benedikt Berberich. Benedikt, schön, dass du hier bist. Vielleicht kannst du dich erstmal vorstellen und ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen? Ja, hallo Sandra, hallo zusammen. Mein Name ist Benedikt Berberich, ich bin seit 2 Jahren hier im Haus Produktmanager für die Laserkennzeichnung. Vom Background her bin ich Mechatronikingenieur, komme aus der Antriebstechnik, habe lange Jahre im Produktmanagement und Service bei einem Mechatronik-Spezialisten gearbeitet und beschäftige mich hier jetzt mit dem Produktmanagement von der Laserkennzeichnung. Produktmanagement klassischerweise ist alles, was Beobachtung von Trends, von Märkten, Unterstützung vom Vertrieb, bei Schulungen, auch bei Kunden und so diese ganzen klassischen Produktmanagement-Themen eben. Genau, das sind so die Aufgaben, die ich tagtäglich mache und eben auch solche netten Gespräche wie mit dir, Sandra. Das ist ja, da weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also neben deinem normalen Arbeitsalltag, das weiß ich, bist du auch an weiteren Projekten dran. Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben über ein ganz spannendes Projekt, was du gerade auch begleitest und forcierst. Ich glaube, das wäre auch für die Zuschauer interessant mal zu hören, um was es da eigentlich geht. Ja, aktuell beschäftigt uns sehr häufig das Thema Individualisierung von Produkten. Wir sind hier gerade dran, inline in der Verpackungslinie, Verpackungsmaschine, einen QR-Code aufzubringen, eine eindeutige Nummer bei Bandgeschwindigkeiten bis zu 1000 Meter die Minute. Und ja, was ist daran so besonders? Besonders ist insofern, der Endkunde, der Verbraucher im Supermarkt, der hat die Möglichkeit, mit seinem Smartphone den QR-Code auf dem Produkt abzuscannen und darüber Informationen zu bekommen. Und wir schaffen es eben, diesen Code schon relativ früh im Prozess aufzubringen und so dann über den kompletten Produktlebenszyklus diese Nummer zu nutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich ja auch um eine eindeutig identifizierbare Nummer. Ne? Also es ist praktisch eine einzelne Nummer pro Produkt, pro Verpackung, die dann wiederum nachverfolgt werden kann. Genau, ich vergebe diese Nummer einmal am Anfang und kann dann über den Lebenszyklus unterschiedliche Informationen hinterlegen. Und da gibt uns die IT-Welt auch relativ coole Tools an die Hand. Ich kann mittels Blockchain-Technologie innerhalb von Sekunden nachvollziehen, wo das Produkt dann zum Beispiel hergestellt wurde. Also dass der Endkonsument weiß, welcher Landwirt dieses Produkt dann produziert hat. Solche Szenarien sind dadurch möglich. Jetzt weiß ich, du bist sowieso jemand, der sich sehr stark für das Thema Digitalisierung interessiert. Siehst du da neben, ich sag mal, solchen Technologien, auch in Kombination mit Blockchain, siehst du noch weitere Trends gerade in deinem Bereich, wo die Reise dahin geht? Ja, auf jeden Fall. Wir reden jetzt hier viel über Lebensmittel, über Verpackungen. Die gleiche Thematik haben wir auch in einer modernen Industriefabrik. Wenn man sich jetzt eine Autoproduktion vor Augen hält, wo ein Fahrzeug rein von Robotern gefertigt wird, das setzt es natürlich auch voraus, dass jede einzelne Komponente sich identifizieren kann. Was wiederum in dem Fall meist Data Matrix Code voraussetzt, der dem Produkt eine Identnummer gibt und dann der Roboter sich quasi diese Komponente greift und in das Fahrzeug montiert. Das bedeutet also, ich sag mal, Automatisierung und Digitalisierung gehen auch nur Hand in Hand zusammen, wenn ich das vollumfänglich machen möchte, oder? Auf jeden Fall. Also das ist eine der Kernaussagen oder eine der Kernbotschaften auch von Industrie 4.0, was wir jetzt ja schon seit mittlerweile 10 Jahren, wird es den Begriff fast geben, denke ich. Und das ist das Thema überhaupt, die Digitalisierung, die Information der Produkte. Und wir sind hier gerade dieses Jahr und auch letztes Jahr einen sehr großen Schritt nach vorne gegangen. Sicherlich bedingt auch durch die Pandemiesituation, die wir weltweit haben. Also das hat uns sicher allen nochmal einen Schub gegeben. Ja. Auf jeden Fall, also das sehen wir auch ganz deutlich, was das bewegt hat. Im Endeffekt war das wie ein Katalysator, der das ganze Thema nochmal richtig beschleunigt hat. Jetzt hat mir ein netter Kollege gesagt, du hast eine ganz spezielle, charmante Macke entwickelt, seitdem du hier arbeitest. Und die hat was damit zu tun, dass wenn du in den Supermarkt gehst, du einfach bestimmte Dinge machst. Darf ich mal fragen, was das ist? Und vielleicht magst du es unseren Zuschauern auch mal erklären, wie die Macke sich entwickelt hat und um was es da eigentlich geht.
Ja, gerne. Also seit ich Produktmanager bin für Laserkennzeichnung, da kaufe ich nur noch Gegenstände, die auch mit Laser gekennzeichnet wurden. Also ganz so extrem ist es natürlich nicht. Aber ich achte schon drauf, wenn ich mir Produkte anschaue im Supermarkt, wie schaut da die Kennzeichnung auf, welche Informationen sind da draus. Und da achte ich einfach drauf, das hätte ich vorher nicht so gemacht. Und im Supermarkt, da sieht man das auch wirklich ganz toll, wie sich das weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Branchenkrankheit. Ja. Also ich danke dir auf jeden Fall für das super gute und informative Gespräch. Ja, und freue mich schon auf die nächsten News, die es demnächst irgendwann mal von dir geben wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sandra.